Wir suchen neue Sounds. Wir wollen nicht klingen wie die Vergangenheit. Ich werde schon ganz aufgeregt jetzt, merkt ihr das? Und das ist was sehr, sehr Gutes. Die sind nicht so sauber. Die sind so ein bisschen dreckig. Oh, schön. Also sie sind wirklich kostenlos. Ich zeige euch noch mal ein paar Sounds, dann habt ihr so eine Idee. Diese Ungenauigkeit ist eigentlich sehr angenehm für unser Ohr. Gar nicht mal so schlecht. Hallo! Ich bin Stimming, beziehungsweise Elfome. Und heute in diesem Video zeige ich euch meine liebsten Freeware-Synthesizer und Effekte, mit denen ich meine Stücke gemacht habe. Ihr wisst Bescheid, Minimal Setup und ganz, ganz viel Freeware. Ich habe mir einen Synthesizer gekauft, den zeige ich euch am Ende. Und in diesem ganzen Wust an Synthesizern, die es da draußen gibt, kostenlose wohlgemerkt, kostenlose. Und zum Kaufen gibt es ja sogar noch mehr. Habe ich jetzt einfach mal die rausgesucht, die mir besonders gut gefallen haben. Ich habe mich tatsächlich auch an Listen orientiert von anderen Leuten, die quasi Vorschläge gemacht haben, was sie am besten finden. Und da gibt es ein paar Kandidaten, die immer wieder genannt werden. Unter anderem der Tal Noisemaker. Von Tal gibt es auch einen ganz tollen Chorus und Filter. Der Noisemaker ist so ich zeige euch einfach ein paar Sounds. Man startet ihn hiermit. Filter. Ich finde, das klingt gut. Und hier dieses Arpeggio, das Armageddon Arpeggio, das werde ich auch benutzen. Oh, ist das geil. 007 FN. So ein Bass. Jetzt habe ich nochmal Drums. Diese ganzen Synthes können immer auch Drum-Sounds erstellen. Die sind nur manchmal nicht so offensichtlich dafür gemacht. Man braucht für Drum-Synthes, um Drum-Sounds zu machen, eigentlich nur so ein paar spezielle Parameter. Deswegen gibt es auch nochmal spezialisierte Drum-Synthes. Aber grundsätzlich können die Synthes immer auch... Ja, hier fehlt mir jetzt ein Klick an der Bassdrum zum Beispiel. Hi-Hat. Ja, voll okay. Hi-Hat kann man schön wahrscheinlich lang machen. Ja. Ich hau mal den Tal Chorus hinterher. Aha. Und der Tal Chorus ist nämlich auch einfach ein sehr, sehr gut klingender, kostenloser Chorus. Wir alle lieben kostenlose Dinge. Gute kostenlose Dinge. Was gibt es Schöneres auf der Welt? Und hier werden nicht mal Daten abgegriffen. Also sie sind wirklich kostenlos. Oh, schön. Dreaming. Man braucht natürlich auch Effekte, ne? Also so grundsätzlich in der Produktion. Und auch da habe ich mir ein paar Sachen rausgesucht. Ich finde, bei dem Sound passt das jetzt ganz gut. Und da kann ich euch auf jeden Fall, nicht der Space Modulator, sondern der Supermassive von Valhalla. Der ist einfach der absolute Wahnsinn. The Void. Valhalla kann ich euch auch unbedingt empfehlen. Es ist irgendwie Wahnsinn, was die raushauen, kostenlos. Wenn man das jetzt als einen Gitarreneffekt kaufen würde, würde man da locker 300 € für bezahlen. Hydra Harp. Was ich auch rausgefunden hatte, war der wer auch immer genannt wird, ist der Dext. Dext ist ein FM-Synthesizer, ein kostenloser FM-Synthesizer, der gemacht wurde, um den unbenutzbaren DX7-Synthesizer, so eine Hardware von Yamaha aus den 80ern, der einen ganz, ganz berühmten Sound hat, einer der berühmtesten Synthesizer, aber der im Prinzip nicht bedienbar war, weil der so kleines Display und so Untermenüs und das ist eine total komplexe Klangerzeugung. Und so mit so einem grafischen Interface funktioniert es aber relativ gut, den zu bedienen, wenn man es verstanden hat. Die FM-Synthese an sich ist sehr, sehr spannend, aber auch tatsächlich ein bisschen schwierig zu verstehen.
will ich gar nicht groß drauf eingehen, weil es jetzt zu weit gehen würde. Ich zeige euch noch mal ein paar Sounds, dann habt ihr so eine Idee. Oder... Oh, da will ich einen Halt drauf haben. Special Effect Magneta. Ist das geil. Geil. Darf ich jetzt auch direkt, das will ich doch... Oh, es tut mir leid, ich muss das nochmal hören. Diese FM-Synthese, die ist halt digital, ne? Und die klingt auch sehr, sehr digital. Die klingt auch sehr, sehr bratzig. Vor allem diesen Say Again, diesen allerersten. Da nehme ich mal kurz den Hall ein bisschen raus. Der hat so ein... Autsch. Ja, das ist wie so eine digitale Störung aus einem Paralleluniversum. Das Besondere an dem Dex ist tatsächlich, dass der DX7-Patches laden kann und man kann auch diese Patches wieder in die man hier erstellt hat, also die Sounds, die Soundzusammenstellung, kann man auch wieder in DX7 laden. Der Volca FM versteht diese Sorte Patches auch. Ich glaube, der schneidet, wenn ich das richtig verstanden habe, 2 Operatoren ab. Aber der Sound grundsätzlich, den kann man auch in eine kleine Hardwarekiste von Korg, die irgendwie 120 € oder sowas kostet, reinladen. Und man kann auch es gibt ganz, ganz viele DX7-Sounds, die von anderen Leuten noch aus den 80ern stammen. Da gibt es ewig lange Listen an ganz, ganz spannenden Geschichten, die kann man hier reinladen und hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Soundfutter auf einem, ja, in der digital bratzigen Abteilung halt. Den Synthi, der mir eigentlich am allerbesten gefallen hat von den ganzen Freeware-Geschichten, war der Surge. Warum? Einmal ist er geschrieben von dem Programmierer von Bitwig, der eigentlich für den gesamten Bitwig-Audio-Teil, also das Wichtigste, zuständig ist. Das ist sein Projekt gewesen damals. Und das hat er freigestellt. Und jetzt gibt es eine ganz tolle Community, die das Ding immer weiterentwickelt. Mittlerweile ist auch die 1.8 draußen. Die sieht auch ein bisschen schöner aus. Das Ding wird immer weiterentwickelt. Und ich zeige euch einfach ein paar Sounds, dass ihr eine Idee bekommt, warum ich den so gut finde. Gliss Plug Distorted. Schön, oder? Oh, eine schöne Kindheit. Das war jetzt keine so schöne Kindheit. Eine Gitarre. Oh. So kurze Plug-Sounds, ja? Die in den Hall reingeworfen. Weiter, höher. Oh, Hammer. Der Surge kann tatsächlich auch relativ tolle Bässe. Der Tal kann auch gar nicht so schlechte Bässe, aber da war das schon auch häufiger so, dass ich so ein kleines bisschen enttäuscht war, weil einfach so der letzte Rest Druck gefehlt hat. Die Bässe aus dem Surge hier von den Gianna Brothers. Gianna Brothers waren ein Drum Bass Produzentenpärchen oder sind es vielleicht immer noch, die ich noch von vor 15 Jahren kannte, von den Breakaholics Partys in Butzbach im Bastards.
Und an die Party von denen kann ich mich auch erinnern. Das war nicht ziemlich fett. Das war wirklich gut. Wow, Disto, warte. Deep Jungler. Geil. Was mir bei denen so generell aufgefallen ist bei der Freeware, also einmal so das letzte Quäntchen Druck im Bass, das fehlt mir ein kleines bisschen und die sind alle so ein bisschen sauber. Der Surge zum Beispiel ist einfach ein ganz sauber klingender Synthesizer, wohingegen der Dex dann eher digital, glasig, metallisch, bratzig klingender Synthesizer ist. Und jetzt ist aber so, dass diese analogen Synthesizer mit diesen Knöpfen und so, die ihr momentan ganz viel seht, vor allen Dingen auch diese kleinen, die sind nicht so sauber. Die sind so ein bisschen dreckig. Da sind so kleine Ungenauigkeiten im Schaltkreis und so drin. Und diese Ungenauigkeit ist eigentlich sehr angenehm für unser Ohr. Unser Ohr mag das total, wenn es ein Muster erkennt, es aber kleine Abweichungen von diesem Muster gibt. Und weil mir einfach so ein bisschen Leben in der Bude gefehlt hat und es durch Zufall, als ich nach Synthesizern gesucht habe, diesen Cherry Audio 2600 für 25 € gab, habe ich mir die Demo mal angehört. Und das ist ein Nachbau von einem ARP 2600. Dieser hässliche Plattenhall, den kann man hier unten umstellen. Nee, das, genau, der hässliche ist die Spring, das emuliert tatsächlich eine Metallfeder, über die der Klang geleitet wird. Und es klingt einfach grauenhaft. Ich kann diesen Spring-Sound, es ist so 60er Jahre. Naja, und dann der Plattenhall, der emuliert eine Metallplatte und die ist dann auch Stereo. Gar nicht mal so schlecht. Ja, ich gehe mal ein paar Presets durch. Der Aggressive Wobbler, der macht mich fertig. Der macht mich fertig! Ich werde schon ganz aufgeregt jetzt, merkt ihr das? Okay, einen noch? Noch, komm, komm. Auch geil. Ich weiß nicht, hört ihr das? Das ist so ein bisschen rougher irgendwie. Das ist eine roughere Sorte Klang. Und das hat mich tatsächlich fasziniert, dass Cherry Audio, die kommen irgendwie aus Kalifornien, das geschafft haben, so einen fast echt analogen Klang da rauszuholen. Wenn man das Ding jetzt in echt hat, ich muss dazu sagen, der ARP 2600, das ist einer der 5 Klassiker der Synthesizer-Geschichte. Der DX7 gehört da auch dazu, natürlich gehört auch so ein Moog dazu, aber dieser ARP 2600 ist auch echt, ich weiß nicht, ich würde fast sagen, ist einer der am spannendsten klingenden Synthesizer und nachdem wir alle diesen Moog jetzt in letzter Zeit so viel gehört haben, kommen interessanterweise auch relativ viele Hardware-Emulationen gerade raus, also Nachbauten, nicht Emulationen, Hardware-Nachbauten von dem Original. Das Original kommt, glaube ich, aus der Ende 70er, stimmt das? So kurz bevor dann in den 80ern diese Digitalnummer unsere Trommelfälle malträtiert hat. Und das sieht ein bisschen scientific aus, das Ganze. Es gibt ganz viele tolle Tutorials, wie man dieses Ding bedient. Und wenn ihr Lust drauf habt, euch in einen Synthesizer rein zu vertiefen und schon ein bisschen Ahnung habt, wie ein Synthesizer grundsätzlich funktioniert, ist das einer, wo ich sagen würde, das lohnt sich, sich in das Teil reinzufuchsen, einfach weil das vom Design her so komplex aufgebaut ist, dass ihr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit innerhalb von 20 Minuten einen Sound daraus geholt habt, den vorher noch kein Mensch da überhaupt aus diesem Synthesizer rausgeholt hat. Einfach weil es viel zu viele Möglichkeiten gibt und das ist was sehr, sehr Gutes. Wir suchen neue Sounds. Wir wollen nicht klingen wie die Vergangenheit.
Den Synthesizer habe ich mir gekauft und auch ganz viel benutzt in den beiden Tracks. Das ist eigentlich so der Hauptsynthesizer für die beiden. Das war so mein Projekt-Synthesizer quasi. Aber ich habe mir auch nochmal gekauft als Stimming. Das waren jetzt Effekte, Valhalla. Es gibt noch ein paar andere. Unbedingt Paul Stretch. Müsst ihr ausprobieren, zeige ich euch ganz am Ende nochmal, wie das Ding funktioniert. Es gibt natürlich auch Kompressoren und Equalizer kostenlos, die sogar ziemlich gut sind. Das ist eher aus der technischen Abteilung, also die machen jetzt nicht Sounds, sondern die verändern Sounds. Und ich will euch einfach kurz zwei wichtige zeigen, die mir aufgefallen sind. Nämlich einmal der Supercharger von Native Instruments. Da braucht man einen Native Instruments Account und muss sich eine NI Access und man zahlt auch mit seinen Daten für dieses Teil. Aber der Supercharger ist tatsächlich ziemlich gut klingt. Man muss bei dem dieses über dem Input Trim muss man gucken, genau, jetzt ist er ein bisschen zu laut, dass dieses gelbe Lämpchen leuchtet. Wenn das gelbe Lämpchen leuchtet, ist das Teil in einem Bereich, wo dieser Kompressionsknopf, den man dann hochdreht, ja, jetzt hört man hier nicht so wahnsinnig viel, weil es einfach der Sound gibt es nicht her. Also man muss diesen gelben Knopf hier bedenken, das so einpegeln, dass das Hauptsignal im gelben Knopf ist. Und dann kann man das komprimieren und dann kommt es meistens besser hinten raus. Unbedingt auch ausprobieren, beziehungsweise runterladen. Unbedingt jeder, der das hier sieht, runterladen. Der Kotelnikov von Tokyo Dawn Labs und der Slick EQ. Der Kotelnikov ist ein Kompressor, der Slick EQ ist ein Dreiband-EQ, der dafür gemacht ist, grob in das Material einzugreifen. Also ihr könnt da nichts Chirurgisches rausziehen oder so, sondern ihr könnt so grundsätzlich ein bisschen mehr Bässe rein oder ein bisschen Bässe rausnehmen. Und das macht er aber sehr elegant. Den Supercharger zeige ich euch auf dem Amen Break. Für die, die nicht wissen, was der Amen Break ist, wenn sie ihn hören, wissen sie es. So, der Amen Break. So, wenn ich den jetzt hier mit dem Supercharger komprimiere, macht schon ganz schön Dampf, das ist natürlich, weiß natürlich viel zu viel. Komprimieren immer nur ein kleines bisschen, das bringt viel mehr, als wenn man das übertreibt. Falls ihr jetzt so noch nichts damit anfangen könnt, ich gehe mal mit dem Tempo hoch auf 175. Ja, ist der Drum Bass Break quasi. Der Supercharger und der Amen Break. Eine Sache möchte ich euch noch zeigen, und zwar der Paul Stretch. Das ist ein Programm, was Audio stretchen kann. Und zwar, also stretchen bedeutet halt in die Länge ziehen. Ja, ich werfe da auch mal diesen Amen Break wieder rein. Und da gibt es hier Stretch Amount. Jetzt wird er halb so schnell abgespielt. Man kann das aber fast in die Unendlichkeit stretchen. Genau, ich kann aus diesem 15 Sekunden Break ein 120-stündiges File machen. Ich kann es auch Pitch shiften. Geil. Paul Stretch, Kotelnikov, Slick EQ, Supercharger, Tal Noisemaker, unbedingt den Surge, Dext und Valhalla. Das sind so meine Tipps an Freeware, mit denen ihr schon mal ziemlich weit kommt klanglich. Also ich bin überrascht, wie gut die Qualität von den kostenlosen Sachen da draußen ist. Man kann tatsächlich mit ganz wenig Mitteln, dank der fleißigen und ja anscheinend sehr großzügigen Programmiererinnen und Programmierer, kann man schon verdammt viel machen. Und das mit minimalem Aufwand. Das ist der totale Wahnsinn, oder? Das ist total krass. Also es liegt nicht an der Software, sondern es liegt echt an euch, was ihr da rausholt. Ja, und in der nächsten Folge gucken wir uns halt die eigentlichen Tracks an und dann zeige ich euch, wie genau die aufgebaut sind. Ich zeige euch die einzelnen Spuren, ich zeige euch die einzelnen Instrumente und Sounds, die ich da benutzt habe und wie ich die gemacht habe. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen.